Nachdem wir vorgestern übers Gaulafjellet wieder runtergefahren sind wir am Sonjefjord gewesen. Wir haben einen schönen Stellplatz gefunden und sind dann am nächsten Tag eigentlich gleich weiter Richtung Balestrand. Das ist auch direkt am Sonjefjord. Und sind dann eine kleine Runde gelaufen auf so einen Aussichtspunkt. Irgendwie hat der geheißen, auf alle Fälle hat es dann oben auch eine Hütte gegeben, das ist die Balabu gewesen. Dort hat man einen wirklich schönen Ausblick über das Sonjefjord gehabt. Es hat dann allerdings gleich angefangen zu regnen und darum sind wir nachher auch wieder zum Campingplatz gefahren. Dort haben wir eigentlich den ganzen Tag verbracht, weil es mehr oder weniger nur geregnet hat. Jetzt sind wir hier in Borgund, jetzt hat es eigentlich aufgerissen. Schönes Wetter, das wir eigentlich nicht erwartet hätten, weil es heute eigentlich auch den ganzen Tag Regen angesehen hat. Und jetzt laufen wir hier einen Teil vom Königsweg und ja, schauen uns mal, wo es der Weg anführt und machen uns dann aber wieder nachher weiter Richtung Landesinnere. Eigentlich wollten wir ja gestern Richtung Hardanger wieder fahren. Jetzt ist es aber so, dass es leider dort der ganze Tag geregnet hat, auch im Eidfjord. Und zusätzlich auf der Verbindungsstraße aber Richtung Oder hat es einen Erdrutsch gegeben. Darum hätten wir dort den Umweg fahren müssen und da ist es ziemlich chaotisch. Darum haben wir uns jetzt entschieden, dass wir doch noch im Landesinneren bleiben. Wir sind jetzt Richtung Gauster-Toppen gefahren, wollten dort eigentlich auch gestern im Gaustal ein bisschen wandern gehen. Sind wir dort angekommen, waren aber alles voll Kühe und Jasmin hatte ein bisschen Angst vor Kühen. Darum haben wir es den Sila und sind dann wieder retour gefahren an den See. Da hat jetzt heute strahlend schönes Wetter. Die Sonne scheint 20 Grad, also wie man sich das eigentlich vorstellt im Urlaub. Das will ich jetzt noch ein bisschen sappen gegangen und danach geht es eigentlich dann schon wieder weiter Richtung Lüssefjord. Und dann hätten wir dort noch ein paar Wanderungen geplant und hoffen mal, dass das Wetter jetzt noch hebt.
dem Weg zum Lüssefjord sind wir jetzt noch unterhalb vom Hardanger wieder vorbeigefahren und sind jetzt noch auf einen Falkenuten gelaufen. Das ist so eine kurze Wanderung, die knapp 25 Minuten geht. Das sind nur 1,5 Kilometer, nur 150 Höhenmeter. Ist eigentlich trotzdem zu empfehlen, weil der Ausblick da oben ist echt traumhaft. Und jetzt würden wir weiter Richtung Lüssefjord starten und schauen, wo wir heute Nacht verbringen.